Es ist spannend gesehen zu haben, die Diskussionen rund um KI und Mittelstand. Es geht am Ende darum, dass wir die Möglichkeiten von KI nutzen können, gemeinsam an der Schnittstelle von Unternehmen und der TU und der Akademie. Denn die Welt wartet nicht auf Deutschland, wir müssen die Dinge machen. Das ist für die Technische Universität München hier am Campus Heilbronn deshalb so spannend, weil es der Gründungsauftrag der TUM ist, den zündenden Funken der Wissenschaft in die Wirtschaft zu tragen. Die Wissenschaft kann neues Wissen liefern, sie kann sich aus dem Elfenbeinturm herausbegeben und also eben nicht nur in Publikationen hinzulegen, sondern sich mit den Menschen zusammenzufinden. Über die letzten Jahre haben wir eine Vielzahl von technologischen Visionen entwickelt, die auf zwei Weisen in die Wirklichkeit kommen. Zum einen publizieren wir eine Vielzahl von Arbeiten und auf der anderen Seite entwickeln wir selber eine Reihe von Start-ups, Firmen, die wir gründen und denen ich helfe, Technologien in die Wirklichkeit zu bringen. Die Schwierigkeit der heutigen Lage ist eigentlich nochmal eine extra Chance zu zeigen, wie man Krisen bewältigen kann. Die Chance der Digitalisierung liegt für uns konkret darin, Nutzen für das Ökosystem Spezialtransport zu schaffen und dies als Geschäftschance zu verstehen. Beispielsweise ist die Kombination aus den Fähigkeiten, Spezialfahrzeuge herzustellen und der Kompetenz für autonomes Fahren für uns die Chance, uns vom Fahrzeughersteller zum Lösungsanbieter zu entwickeln. Der große Vorteil einer starken Vision ist, dass sie Kräfte freisetzt und Motivation schafft. Wenn eine Vision zu abstrakt ist, wenn sie zu unverständlich ist, verliert man die Belegschaft. Man muss also die Vision in attraktive Teilziele zerlegen, die erlebbar werden, in denen der kurzfristige Erfolg sichtbar wird. Dann gehen die Leute mit einem den Weg in eine Zukunft, die noch nicht so ganz klar sichtbar ist. An die Menschen denken. Wie kann man die mitnehmen, die in solchen traditionsreichen Unternehmen sind? Weil das ist eben auch tatsächlich die Expertise, die besonders interessant ist für diese KI-Systeme. Maschinen sind nicht so schlau, dann brauchen wir viele Menschen, die denen das beibringen. Um Mitarbeiter zu motivieren, sich mit ihren Visionen einzubringen, sind meines Erachtens zwei Dinge ganz essentiell. Das eine ist, schaffe ich einen Ort der Sicherheit, in dem meine Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können ihre Ideen einbringen und sie werden gehört. Zum anderen glaube ich, dass eine inklusive Kultur auch Meinungsvielfalt tolerieren muss. Das heißt, es ist mal eine Meinung, die anders ist als die eigene und man muss auch manchmal akzeptieren, dass die besten Ideen aus der Mitte der Belegschaft kommen. Alle erfolgreichen digitalen Geschäftsmodelle beruhen eigentlich auf der Wiederverwendbarkeit von Daten. Das heißt, wenn man als Unternehmen seine Daten wiederverwendbar macht, kann man eigentlich erst wirklich an den Wert von diesen Daten rankommen. Und warum ist es wichtig, die zu teilen? Es liegt daran, dass man dann ganze Wertschöpfungsketten abbilden kann, von Zulieferer bis zum Endkunden, mehr personalisieren und optimieren. Um unsere ambitionierten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sind Daten für uns natürlich essentiell. Was wir also getan haben, ist, wir haben die Klimadaten all unserer Roh- und Packstoffe analysiert, um zu sehen, wo wir die größten Hebel haben, um unseren gesamten ökologischen Impact zu senken. Daten, Dollar und Denke. Also das eine ist, dass oft die vermeintlich reichen Datenschätze doch nicht so gut aufgeräumt sind in Unternehmen. Dann denke, am wichtigsten ist eigentlich, dass man auch diesen Willen hat und intrinsisch motiviert ist und sich wieder so diesem Unternehmergeist, der auch oft Ursprung von solchen Unternehmen war, erinnert. Und drittens Dollar, also auch Investitionswille. Wir sehen, im internationalen Vergleich schneiden deutsche Firmen nicht so gut ab. Ich glaube, da können wir noch nachlegen. Ich kann von meiner Perspektive sagen, dass das, was wir im Moment in der Realität als Technologien sehen, wirklich erst die Spitze vom Eisberg ist. Eine Masse an Innovationen, die die ganze Welt nochmal vollständig verändern und verbessern werden. Schon seit langen Jahren gehen wir davon aus, dass KI alle Wirtschaftsbereiche komplett transformieren wird. Ein bisschen wie Elektrizität, ein bisschen wie das Internet. Und deswegen ist es eben wichtig, auch Unternehmen mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass wir als Standort auch wettbewerbsfähig bleiben. Schon jetzt hat die KI Revolutionen mit sich gebracht, die unseren Alltag völlig verändern. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf der Weltbühne von KI mitreden können, wenn wir wirklich dieses Traditionsreiche mit dem Neuen verbinden. Und dafür müssen wir einfach schneller und mutiger vorangehen. Man kann das Thema KI nicht aussitzen.